Hallo ihr Lieben, Luise Heinzel hier. Herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner kleinen Pinguin-Teebeutel-Collage. Ich habe das hier jetzt nochmal zwischendurch ganz gut getrocknet. Einfach mit meinem Föhn. Ich weiß jetzt nicht, ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Und jetzt werde ich mir den erstmal hier so grob anzeichnen. Also der Plan... Fliegt mir hier schon meine Farbe durch die Gegend. Was soll das denn jetzt? Geh da rein. Also der Plan ist jetzt, das in so wirklich so braun-schwarztönen zu machen und das, was hier die Farbe von dem Ding daher gibt, ne, das soll sozusagen dann der Bauch werden. Also obwohl ich weiß, dass der Bauch natürlich normalerweise eigentlich ja weiß wäre, möchte ich den in diesem Fall gerne in diesem Braun haben. So, wo ist hier schwarz? Das ist schwarz. Und ich sag's euch gleich, ich bin kein Experte mit so Aquarellfarben. Ich mache das einfach so nach Lameng, ne? Also, wie gesagt, ich habe das noch nicht so oft gemacht. Also ihr seht, mein Kasten ist hier auch noch relativ unbefleckt, weil ich es einfach noch nicht so oft ausprobiert habe und noch nicht so viel Erfahrung damit habe, aber man soll sich ja auch mal an neue Sachen herantrauen. Das ist sowieso ein Motto für 2021 für mich. Ein bisschen herumexperimentieren mit gewissen Dingen. Und das hier gehört jetzt mal dazu. Ich nehme mal dieses Braun auch noch mit dazu, dass das hier nicht so ganz schwarz ist. Bin mir nicht sicher, ich glaube, das ist der falsche Pinsel, den ich hier gerade habe. Ich nehme mal diesen hier. Frau Hölle da Vinci Florals Edition. Der soll ganz gut sein, um Blumen zu malen. Jetzt hoffe ich, der ist auch gut, um Pinguine zu malen. Jetzt werde ich das hier so ein bisschen anfeuchten und versuchen, dass das hier am Rand... Okay. Das wird nicht funktionieren. Also entweder wird es nicht funktionieren oder es wird ganz genial. Die zwei Möglichkeiten gibt es. Okay, also dann werde ich mal versuchen, meinen Prozess hier irgendwie in Worte zu fassen. Ich habe jetzt das Video hier etwas verschnellert. Das steht jetzt auf 4-facher Geschwindigkeit, also könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie langsam ich das alles gemacht habe. Ich habe jetzt versucht, mit dem Pinsel möglichst kontrollierte Bewegungen zu machen, sodass mir das nicht, wer weiß wie, verläuft. Auf der linken Seite habt ihr gesehen, wenn man vorher Wasser auf die Teebeutel gibt, trotz Mattmedium, verläuft das sehr stark. Das saugt sich alles komplett da ein und es reagiert im Prinzip wie, ja, wenn man mit Aquarellfarbe malt, so eine richtige Nass-in-Nass-Technik. Fast schon viel extremer als auf Aquarellpapier. Ist ja klar, diese unterschiedlichen Schichten von den Teebeuteln, die reagieren natürlich auch unterschiedlich. Mal sind da ja 2 übereinander, manchmal sind da 3 übereinander und dadurch, ja, reagiert das eben so. Beim Kopf des Pinguins und auch bei den Füßen habe ich versucht, möglichst die Farbe trocken auf meinen Pinsel zu kriegen, also ganz wenig Wasser, denn ich will natürlich nicht, dass mir das da in das Gesicht läuft. Wie ihr seht, hat das relativ gut funktioniert und während das jetzt hier trocknet, versuche ich jetzt noch einige so Highlights aufzubringen und in diesem Schritt versuche ich auch, den als letztes in der Mitte aufgeklebten Teebeutel, also der jetzt über den anderen liegt, so ein bisschen noch herauszubringen. Das mache ich jetzt alles aber immer so schrittweise, füge hier auch noch einige so kleine, ja, Art Journaling-artige Markierungen und so weiter hinzu, weil ich noch so ein bisschen mehr Interesse auf die Seite bringen will, aber alles das mache ich immer so schrittweise. Also ich springe quasi von einem Platz zum anderen auf dieser Seite. Das hat den ganz einfachen Grund, dass die einzelnen Bereiche zwischendurch ein bisschen antrocknen können. Denn ich habe das ausprobiert, da seht ihr das manchmal, wenn man da wieder mit Wasser drüber geht, dann verläuft es halt extremst. Also ja, die Farbe verteilt sich halt überall hin, wo sie gerade so hin will. Einerseits ist das natürlich eine ganz coole Sache, weil das sehr unberechenbar ist. Die Seite wird dann sehr abstrakt unter Umständen. Also vielleicht, wenn ihr jetzt nicht nur an Pinguine denkt, sondern auch an andere Dinge, die man selbstverständlich hier drauf malen könnte.
könnte das ein ganz guter Effekt sein, aber ja, das ist halt wirklich sehr unberechenbar. Um jetzt einen Zusammenhang zu erschaffen zu der linken Seite, habe ich da auch nochmal etwas Farbe um diese Schnipsel drumherum gegeben. Bin ich einfach über die Stellen gegangen, wo ich vorher die Distress Oxide benutzt hatte. Das habt ihr in dem anderen Video gesehen. Und dann habe ich das zwischendurch getrocknet. Ja, habe ich hier einfach meinen Heißluftföhn benutzt und habe das alles getrocknet, sodass, wenn ich jetzt weitermache, das vielleicht nicht wer weiß, wie verschmiert oder verläuft. Ich bin jetzt mit diesem Ergebnis hier überhaupt nicht zufrieden gewesen. Ihr seht schon, ich habe das da extra nochmal hingeschrieben. Das schaut wirklich richtig grausig aus. Ich habe gedacht, na, das geht so nicht, dass der Bauch und der Kopf, also Teile des Kopfes, diesen Braunton erhalten, weil man erkennt das nicht als Pinguin und es gibt überhaupt gar keinen Zusammenhang zu der linken Seite. Also habe ich mich entschlossen, den jetzt doch noch weiß anzupinseln. Dafür habe ich mir jetzt einfach einen trockenen Pinsel genommen, der relativ, ja, ähnlich ist wie ein Stupfpinsel, aber ich habe keinen Stupfpinsel gehabt, also deswegen habe ich jetzt hier diesen genommen und habe dann direkt aus der Tube die Acrylfarbe genommen und habe die dann erstmal so ein bisschen auf meinem Handrücken da so abgetupft, dass nicht es komplett richtig weiß wird. Also, ne, dass nicht mal an manchen Stellen die Farbe ganz dick ist und mir dort dann so einen richtig krass weißen Fleck macht. Und ich habe mich dann an die Intensität dieses Weißes, wie ich das haben wollte, so ein bisschen herangetastet. Ihr seht schon, ich gehe da mehrmals drüber und versuche jetzt aber auch etwas von dem Hintergrund noch erhalten zu lassen. Also damit dieser Pinguin ein bisschen dreidimensional aussieht. Ich wollte versuchen, dass der Kopf natürlich so rund aussieht, wie er ist und der Bauch auch so rund aussieht, wie er ist, dass dieses Viech möglichst flauschig wird. Und deswegen habe ich das jetzt halt so gemacht. Und ich glaube, das ist auch ganz gut gelungen. Ich habe dann versucht, noch so ein bisschen Schattierung dahin zu fügen, ganz, ganz leicht, indem ich Braun und Schwarz hier miteinander vermischt habe, eben von dieser Wasserfarbe. Und dann habe ich das aber mit dem Taschentuch direkt wieder abgetupft, sodass das nicht zu krass wird, also dass das nicht zu dunkel trocknet einfach. Ich bin dann hier mit dem Finger nochmal rübergegangen, weil mir das mit dem Pinsel da an der Stelle noch nicht intensiv genug war. Ich wollte das da oben noch ein bisschen weißer haben. Aber ihr müsst aufpassen, jetzt hier zum Beispiel habe ich viel zu viel Farbe da auf dieser Stelle. Also da muss man wirklich ein bisschen Obacht geben. Man kann das aber, wenn es noch feucht ist, mit so einem Taschentuch oder etwas Ähnlichem wieder abwischen. Also so seht ihr, kann man das wieder so ein bisschen reparieren, wenn es zu extrem war. Damit der Pinguin noch mehr aus diesem mittleren Teebeutel heraussticht, habe ich jetzt hier noch richtig extrem schwarz hinter ihn gegeben, weil ich mir gedacht habe, das schaut ein bisschen aus wie so ein Schatten und der soll natürlich auf irgendwas stehen. Deswegen habe ich jetzt hier unten auch nochmal das alles ziemlich dunkel gemacht. Dann habe ich mit ganz, ganz wenig Wasser, ganz viel Farbe diese Augen und das Schnäbelchen da hinzugefügt. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich so langsam damit leben. Und habe den Hintergrund dann auch nochmal ziemlich abgedunkelt. Also ja, dass einfach ein bisschen mehr so der Eindruck von Licht und Schatten entsteht, auch wenn das eigentlich total unrealistisch ist. Dann habe ich mir gedacht, okay, der schaut ein bisschen irgendwie so amputiert aus. Deswegen habe ich dem jetzt hier noch so welche kleinen Flügel gemacht. Und habe auch da versucht, dass mir das nicht verläuft. Also das war wirklich das Schwierigste, da wirklich diese Form von diesen Flügeln hinzubekommen. Ich habe das auch dann zwischendurch mal wieder antrocknen lassen, bin dann nochmal rübergegangen, sodass das auch wirklich richtig dunkel wird, sodass man die noch erkennt. Vor allen Dingen der Flügel auf der rechten Seite, wo ja die Schattierung schon im Hintergrund ist, muss ziemlich dunkel sein, dass er nicht so aussieht, als wäre er ein einarmiger Pinguin. Ja, ich bin gespannt, was ihr daraus machen werdet. Ich bin wirklich sehr gespannt, was ihr in unserer Facebook-Gruppe posten werdet. Denn ja, also das ist schon wirklich schwierig. Also das ist ein Experiment hoch 10, würde ich mal sagen. Ähm, Ich wünschte, ich hätte eine Serviette gehabt. Also ganz ehrlich, zwischendurch habe ich wirklich gedacht, warum habe ich nicht einfach eine Serviette mit so einem flauschigen Pinguin genommen und das da drauf geklebt? Aber dann wiederum habe ich gedacht, okay, 2021 ist das Jahr der Experimente und ich möchte neue Dinge ausprobieren. Also ja, so ist das jetzt. Ich bin gespannt, wie sich das so weiterentwickeln wird. Das werden nicht die letzten Teebeutel sein, die ich hier so in meinem Leben irgendwo aufgeklebt habe. Definitiv nicht, denn das schaut wirklich richtig cool aus und vor allen Dingen auch diese ganzen kleinen Details, die man da entdecken kann, wenn man mit dem Auge wirklich nah rangeht. Ja, dann habe ich mir gedacht, ich möchte das doch so ein bisschen filigraner haben und habe dann den Pinguin einfach abgedeckt mit hier diesen zwei Schnipseln und habe noch so ein paar Spritzer dort hinzugefügt, einfach mit verdünnter Acrylfarbe auch. Und ja, ihr seht schon, das schaut jetzt ein bisschen mehr so
künstlerischer aus. Also es ist jetzt nicht einfach nur so ein nackiger Pinguin da, der da irgendwie so aus der Seite so rausfällt, sondern so integriert er sich noch ein bisschen mehr in die Seite. Ja, dann habe ich das nochmal ganz gut natürlich trocken geföhnt, dass mir diese Spritzer nicht verwischen, wenn ich jetzt noch versuche, weitere kleine Details dort aufzubringen. Und dann habe ich mir hier meine Seite mit diesen Pinguinsprüchen genommen. Diese Seite findet ihr als Gratis-Download auf meiner Dropbox. Das könnt ihr euch herunterladen und auch für eure eigenen Bücher verwenden. Der Link dafür befindet sich unten in der Infobox. Ich hoffe, das gefällt euch. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Und ja, also diese kleinen Sprüche, die habe ich da so ausgewählt und habe die alle auf so schwarze Labels gemacht. Also dass das bisschen fast so aussieht, als wäre das mit so einer Labelmaschine geschrieben. Denn diese Optik von dieser Schrift finde ich einfach total schön. Und jetzt versuche ich gerade, die irgendwie anzuordnen. Und ja, also auf der linken Seite habe ich jetzt 2 hingetan und die anderen sollen auf die rechte Seite. Ihr seht, ich ja, wurschtel da wieder ziemlich lange rum, bis ich die richtige Position dafür gefunden habe. Jetzt habe ich mich mal entschieden, das hier so ein bisschen schräg aufzukleben. Und durch diese Schnipsel entsteht jetzt auch nochmal ein Zusammenhang zu der linken Seite. Nicht nur durch diese braune Wasserfarbe um diese Scraps drumherum, sondern eben auch durch diese schwarzen Streifen von dieser relativ auffälligen Schrift. Um diesen Teebeutel noch so ein bisschen mehr rauszubringen, habe ich jetzt hier entschieden, gehe ich nochmal mit etwas verdünnter Acrylfarbe in Weiß drumherum. Da bin ich dann zu dem Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, okay, jetzt wird's richtig geil. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mein Auge ist es so, dass jetzt dieser Fetzen, der durch diesen Teebeutel entstanden ist, so richtig aus der Seite rauskommt. Und da habe ich mal gelernt, es müssen nicht unbedingt schwarze Schattierungen sein, um etwas aus einer Seite herauszuholen. Also ihr seht ja, das ist ja weiß, ne? Normalerweise würde man ja für Dreidimensionalität und Schatten eher einen dunklen Schatten, also so wie Schatten normalerweise im echten Leben aussieht, erwarten. Aber mit dieser weißen Farbe, also ich weiß nicht, schreibt mir bitte einen Kommentar, wie ihr das findet. Ich finde es total genial und ich werde das definitiv öfters so machen. Diesen Rand von dem Fetzen dunkel einfärben und dann den Schatten in weiß machen. Ja, so. Diese Streifen hier habe ich jetzt mal noch fix hier mit Mattmedium aufgeklebt. Ich bin ja immer wieder begeistert von diesem Mattmedium, weil das einfach total gut hält. Und ja, ihr könnt das ankleben und das ist so putztrocken und ihr könnt dann direkt weitermachen. Mir war die Seite jetzt noch ein bisschen nackt. Und dann habe ich den übelsten Fehler gemacht, den ich überhaupt machen konnte. Ich wollte die Farben von der linken Seite auf die rechte Seite aufnehmen. Ja, habe ich mir also so ein Rot-Orange angemischt, wie links die Feder ist, ein Grün und ein Gelb, so wie diese beiden Teebeutel auf der linken Seite sind und habe mir eingebildet, ich könnte da oben 3 so kleine Pünktchen machen, wie so eine Art Farbpalette, wie man das manchmal so sieht. Und da habe ich mir gedacht, alter Schwede, was tust du denn? Es war so furchtbar. Ich habe gedacht, nein, jetzt versaue ich mir alles. Dann habe ich das ganz schnell mit einem Taschentuch runtergenommen und habe das so verwischt und habe mir gedacht, okay, lass die Farbe mal so runterlaufen, weil sie war jetzt ja da, oder? Ich wollte jetzt nicht da irgendwas rüberpinseln und die wieder entfernen, weil ich wusste, das wird definitiv schief gehen. Das funktioniert nicht. Ich bringe die Farbe da nie wieder komplett runter. Und deswegen habe ich es jetzt hier so ineinander laufen lassen und eher ja, versucht, nicht das so klar abzugrenzen, diese Farbpunkte sind es ja jetzt nicht mehr, aber ihr wisst schon, was ich meine, sondern das eben nur so in den Hintergrund zu integrieren. Und um eben auch noch einen Zusammenhang zu der linken Seite zu schaffen, habe ich jetzt hier nochmal so einen kleinen Rahmen gemacht, dass beide Seiten so einen Rahmen haben. Auf der linken Seite kommt der Rahmen ja sehr stark durch und das habe ich jetzt versucht, auf der rechten Seite auch nochmal so ein bisschen anzudeuten. Ja, also ich habe wirklich geschwitzt, das könnt ihr mir glauben. Dann habe ich mir gedacht, okay, auf der linken Seite sind diese 2 Blumenelemente und auf der rechten Seite ist sowas nicht. Also die Farben von den Blumen kommen auf der rechten Seite überhaupt nicht vor. Und da habe ich mir jetzt hier noch so ein kleines Element von den Blumen aus einer meiner Seiten ausgeschnitten, also aus diesen Printable-Seiten. Falls ihr das irgendwie verpasst habt oder jetzt hier neu auf dem Kanal seid, diese Printables gibt es in meinem Etsy-Shop. Ihr findet den Link zu meinem Shop unten in der Infobox. Und dieses sind eben Elemente aus diesen Seiten, die ihr euch herunterladen und selber zu Hause ausdrucken könnt, um die dann eben auch für eure Journals zu verwenden. Hier hört ihr jetzt gerade das Geräusch übrigens, wie sich das anhört, wenn jemand in meinem Shop etwas kauft. Vielen Dank, wer auch immer du warst. Entschuldigt bitte, ich habe vergessen, den Ton auf meinem Handy auszuschalten. Ja,
Dann sind mir diese Teebeutel-Label in die Hände gefallen. Also oben an so einem Teebeutel, ne, ist ja immer so ein Schildchen, wo drauf steht, welche Sorte es ist. Und weil ich das auf der linken Seite bei der Feder auch schon hatte, habe ich mir gedacht, das baue ich jetzt auf der rechten Seite auch noch ein. Und hier habe ich das jetzt so gemacht, dass das da so runterhängt, dass man das auch so erkennt, ne, dass das so ein Teebeutel ist. Natürlich ist die Position jetzt nicht mehr da, wo sie original war bei dem Teebeutel. Also das wäre ja jetzt oben in der Mitte, aber ich wollte natürlich nicht dem Pinguin da so ein Schild vor den Schnabel hängen. Das hätte ja ein bisschen komisch ausgesehen. Um diese Farben Gelb und Grün und Rot von der linken Seite auf die rechte Seite nochmal aufzunehmen und jetzt mit den grünen Elementen nochmal so ein kleines unregelmäßiges Dreieck zu erschaffen. Ihr wisst, das ist immer eine ganz gute Idee, so ungleiche Anzahlen von Farben zu haben. Habe ich jetzt hier dieses kleine Cluster gemacht und habe diesen kleinen Schnipsel von der Spitze, den ich da vorher hatte, das habt ihr im letzten Video gesehen, hier auch nochmal integriert, sodass der nicht verloren geht. Und ja, dass der jetzt nicht irgendwie verschwendet ist sozusagen. Und den habe ich jetzt auch nochmal hier unten links unter das Bellyband geklebt, sodass auch da nochmal der Zusammenhang zu der anderen Seite entsteht. Jetzt habe ich hier dieses letzte gelbe Label von dem Teebeutel noch gehabt und habe mir gedacht, okay, ein drittes gelbes wäre vielleicht nicht schlecht, aber nicht zu viel. Deswegen habe ich mich entschieden, nur die Hälfte zu nehmen und habe das jetzt da oben wie so eine kleine Seitenmarkierung aufgeklebt und habe die andere Hälfte einfach in die Tasche reingehen lassen, die auf der linken Seite von der Seite ist. Ja, und dann habe ich jedoch dieses kleine Element genommen, das werde ich jetzt als Journaling-Karte benutzen und habe das jetzt einfach hier hinter mein Bellyband gesteckt, sodass es dann auch das Blau von den Rosen nochmal aufnimmt und das kann man später dann rausholen und irgendwas drauf schreiben und dort wieder hineinstecken. Ja, und das war's auch schon. Das hier ist meine fertige Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ein bisschen dreckige Hände kriegt man, aber das macht ja nichts. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal und tschüss.